Liebe Freunde, Bruno Gröning hat in seinen Vorträgen sehr oft betont, dass wir Menschen nicht menschenhörig, sondern gotthörig sein sollen. Das hat er wirklich sehr oft gesagt. Ja, man kann schon festhalten, es ist ein zentraler Inhalt seiner Lehre. Er hat auch gesagt, er, also der Mensch, muss in die göttliche Führung kommen. Ohne diese gibt es kein Leben. Das Schöne ist, wir Menschen sind da alle gleich ausgestattet und haben alle die gleichen Möglichkeiten, das zu lernen, wirklich gotthörig zu sein. Da gibt es das Gefühl, da gibt es die Intuition, das Gewissen. Und dieses Gefühl, das haben wir ja immer bei uns. Das spüren wir ja immer. Ein gutes Gefühl, ein schlechtes Gefühl. Und das ist zumindest auch schon mal ein Hinweis für uns, was richtig oder falsch sein könnte. Natürlich kann so ein Gefühl auch das eigene Ego ein Stück weit auslösen. Es kann ausgelöst werden durch bestimmte alte Gedanken, die man in sich trägt. Also das heißt, ein Gefühl ist gut, darum hat Bruno Gröning ja auch immer wieder darauf hingewiesen, was fühlen Sie, was spüren Sie, gerade auch wenn es um die Aufnahme der göttlichen Kraft geht. Aber wie gesagt, es ist nicht so ganz klar, weil es halt von so vielem beeinflusst sein kann, ein Gefühl. Die Intuition, diese Eingebung ist schon klarer, viel klarer kann sie sein. Das Gewissen, wenn es nicht geprägt ist von der Gesellschaft. Hab ein schlechtes Gewissen, wenn das und das nicht ist oder doch ist, sondern so auch von innen her. Also das sind Faktoren, die auch uns wirklich helfen können. Aber das Allerbeste ist und bleibt, die göttliche Stimme wahrzunehmen. Die göttliche Stimme, das ist halt nicht so, wie wenn Menschen sich so unterhalten, sondern es ist eine Gedankensprache. Das heißt, wir Menschen bekommen Gedanken. Bruno Gröning hat gesagt, es gibt zwei Gedankenquellen. Die gute, göttliche Gedankenquelle, dort kommen die positiven Gedanken her, und die böse, satanische Gedankenquelle, da kommen die negativen Gedanken her. Ja, und ich sage oft, das Ego plappert da noch dazwischen. Das, was der Mensch so gerne hätte. Ja, ich will das aber so. Und so ist es natürlich dann doch nicht ganz so einfach, die göttliche Gedankensprache in sich wahrzunehmen. Übrigens, das Ego wird gespeist von negativen Gedanken. Je mehr wir negative Gedanken aufnehmen, desto mehr kann das eigene Ego gespeist werden und größer werden, bis hin, dass man dann Machtgier hat, einen Luxuswahn, unbedingt berühmt sein möchte oder was auch immer. Da liegt also wirklich eine Gefahr, wenn man auf die falsche, negative Gedankenquelle hört. Aber diese Gedankenquelle, wie gesagt, abgesehen von dem Gefühl, Intuition, Gewissen und so weiter, ist nach meiner Überzeugung die klarste Eingebung, könnte man auch sagen, der wir Menschen folgen sollten. Aber es ist halt eine Herausforderung, das auch in sich wahrzunehmen. Ich möchte ein bisschen da aus meinem Leben zwei Beispiele erzählen, damit man es vielleicht besser versteht. Wie einige wissen, ich habe ja einen neuen Spielfilm gedreht, Lisa und der Maler. Und ich wollte unbedingt bei diesem Projekt finanziell unabhängig sein. Dass nicht nachher wieder jemand herkommt und mir Sachen aus dem Film herausschneiden kann, die ich als besonders wertvoll empfinde. Und darum hatte ich mich entschlossen, das über Spenden zu machen, über einen Sponsor, aber dabei völlig unabhängig zu bleiben. Und so habe ich von meinem Projekt erzählt, hatte auch schon Spenden über einen gewissen Zeitraum bekommen, aber naja, es hielt sich in Grenzen. Es hätte noch Jahre gedauert, bis ich hätte drehen können. Nun zu einer anderen Situation, ich komme gleich darauf zurück.
Ich hatte ein Seminar in Kassel zugesagt vor einigen Jahren. Ich bin ja Seminarleiter auch und es ging um die Kraft der Gedanken. Und ich hatte gesagt, es müssten aber schon so 10 Teilnehmer sein, weil der weite Weg, Übernachtungskosten, Raummiete, Veranstalter mit seinen Prozenten und so weiter, sonst kann ich das, weil es ja mein Beruf ist, finanziell nicht verantworten. Ja, und glücklicherweise passiert das nicht so oft, aber da waren einfach nicht so viele Anmeldungen. Es waren genau 6 und die Veranstalterin hat dann auch schon angefangen, wieder abzusagen. Ich saß bei mir in meinem Arbeitszimmer und für mich war klar, das hatten wir besprochen, wenn es nicht diese Anzahl hat, dieses Seminar, dann muss es ausfallen. Und ich sitze dort an meinem Schreibtisch und es kommt der Gedanke, fahre dorthin. Und liebe Freunde, das sind so bestimmte Momente, weil vom Kopf her konnte ich das einfach nicht verstehen. Ehrlich gesagt auch vom Gefühl her nicht. Alles sprach dagegen. Die ganze Zeit war weg. Ja, und wie gesagt, das ist mein Beruf. Da muss man schauen, dass man auch finanziell, wie gesagt, das verantworten kann. Aber es kam immer wieder der Gedanke. Ich habe damals noch so ein bisschen mit dem lieben Gott sprechen wollen, aber das tue ich heute nicht mehr, weil er ist einfach weise. Er ist so weise, er blickt so weit, liebe Freunde. Man muss aufpassen, dass man nicht Don Camillo wird. Ja, vielleicht kennen Sie den Film Don Camillo und Peppone. Don Camillo will auch immer mit Jesus am Kreuz da verhandeln, wenn er an ihm vorbeigeht. Da hört man so die Stimme von Christus und Don Camillo will immer verhandeln. Aber auch da ist es so, dass Christus niemals von dem abgeht, was er ihm sagt. Und so erlebe ich es auch bei Gott. Zum Glück geht er auf uns nicht ein. Ja, und so blieb der Gedanke, dorthin zu fahren. Und das habe ich dann gemacht. Meine Ehrfurcht vor Gott ist zu groß geworden, als dann in einem solchen Moment zu sagen, ich tue das nicht. Wenn man doch ziemlich überzeugt ist, es ist diese innere göttliche Stimme. Ja, und so habe ich mich auf den Weg begeben nach Kassel zu diesem Seminar und auf dem Weg dahin, weiß ich noch, habe ich immer noch gedacht, warum? Ich verstehe es nicht. Als ich dann dort ankam, es waren dann 7 Teilnehmer anstatt 6. Der Herr, der den Raum vermietet hat, fand mich sympathisch und der hatte gesagt, ach, dann müssen Sie nichts zahlen. Die Veranstalterin wollte ihre Prozente nicht, ich konnte preiswert oder umsonst übernachten und so. Dachte ich, ist er doch noch geführt, es bleibt als Selbstständiger doch noch auch finanziell etwas hängen. Aber das war es nicht, liebe Freunde. In diesem Seminar waren 7 Personen, hatte ich erwähnt, 6 Frauen und ein Mann. Und dieser Herr, der hatte irgendwann gesagt, ich verfolge dich schon lange. Das kann man jetzt falsch verstehen, aber er meinte, das, was ich so tue. Im Internet kann er sich das ja auf meiner Homepage dann anschauen und so weiter. Und er hatte den Spielfilm Der Wunderapostel gesehen und so weiter. Er war mir wohlgesonnen. Und er fragte mich in einer Pause, wo kann ich denn deinen Film kaufen? Ich sagte, ja, Der Wunderapostel, oder meinst du den Dokumentarfilm, das Phänomen Gröning? Ich hatte zwischenzeitlich auch einen Stummfilm gedreht. Nein, er meinte Lisa und der Maler, dieser neue Film. Ich habe gesagt, ja, der ist noch nicht gedreht. Ich bin jemand, der bodenständig ist. Ich muss schon die finanziellen Mittel auch dafür haben und bislang habe ich sie noch nicht zusammen. Und dann ging das Seminar weiter. In einer weiteren Pause kam er und sagte, wie viel brauchst du denn noch? Das hatte mich schon etwas überrascht. Ich will nicht sagen irritiert, aber überrascht hat es mich schon. Ich habe ihm die Summe dann gesagt und es fehlte noch viel Geld. Es war eine 5-stellige Summe, ich will sie jetzt nicht genau sagen. Er hörte sich das an und ging wieder. In irgendeiner weiteren Pause kam er an, er hatte zwischenzeitlich mit seiner Frau wohl gesprochen, die auch im Seminar war, und sagte zu mir, wir machen das, wir geben dir das Geld. Liebe Freunde, ich habe auch schon Schaumschläger kennengelernt. Auch manche Angebote mit Pferdefuß, wie man sagt.
Also bin ich vorsichtig. Aber dieser Herr war anders. Er hat es von Herzen gerne getan. Er wollte nichts dafür haben. Ich musste ihn mehr oder weniger später da überreden, dass man für seinen Beruf, dort wo er tätig ist, dass ich dafür Werbung dann wenigstens mache. Ja, darauf zumindest hinweise. Ein ganz wundervoller Moment mit einem Menschen, der einfach sagt, ja, ich habe einfach mehr, warum soll ich dir das nicht geben? Weil du machst was Gutes daraus. Und liebe Freunde, so konnte ich letzten Endes meinen neuen Spielfilm Lisa und der Maler finanzieren. Und es ist auch ein sehr spiritueller Film. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht einfach so etwas mache. Es geht um den Sinn des Lebens. Und jetzt komme ich wieder darauf zurück. Ich hatte eben noch nicht viel Geld zusammen, sitze dort im Schreibtisch und der Gedanke kam, fahre dorthin. Ich wusste ja nicht, was mich dort erwartet. Ich wusste nicht, wer mich dort erwartet. Aber Gott wusste es. Verstehen Sie? Das ist diese göttliche Gedankensprache. Und wie wunderbar, wie klar kann dann das sein, wenn man dieser Sprache folgt. Das ist ein großes Beispiel. Ich kann Ihnen jetzt auch ein kleines Beispiel sagen. Wird vielleicht manch einer schmunzeln und sagen, naja, ist ja nicht so wichtig. Aber ich finde es schon wichtig, dass man sieht, auch in kleinen Sachen ist es so, dass Gott einem helfen möchte, Dinge zu erkennen. Ja? Es ist so, ich gehe einmal die Woche, ich war alleinerziehender Vater, das habe ich mir nie nehmen lassen, einmal die Woche für die Familie einkaufen. Der Mann geht auf Jagd. Und ich liebe Beeren, Erdbeeren, Himbeeren und so weiter. Naja, und zu der Zeit habe ich besonders gerne Himbeeren gegessen. Und als ich einkaufen war, bin ich dann zu dieser Kühltruhe und wollte diese Himbeeren nehmen, die so eingefroren sind. Und da kommt der Gedanke, brauchst du nicht. Ganz klar. Ich war verwundert, weil ich wusste, ich habe keine Himbeeren zu Hause. Dann kurz überlegt, naja, vielleicht brauche ich es im Moment nicht, mein Körper oder wie auch immer, aber naja, so die Lust auf die Himbeeren hielt an. Also habe ich gedacht, ich gehe nochmal alles andere einkaufen und zum Schluss mache ich nochmal den Schlenker dahin. Und wieder kam der Gedanke, brauchst du nicht. Ich habe schon so reingegriffen in die Truhe. Naja, dann habe ich es halt gelassen. So bin ich nach Hause gefahren und hatte dann alles soweit dorthin getan, wo es halt hingehört. Und dann kam meine liebe jetzige Frau. Also damals waren wir noch nicht verheiratet. Sie hatte ein Ehepaar unterrichtet in Qigong und machte die Türe auf und steht vor mir mit einer Schale Himbeeren. Es fällt mir schwer, meine Frau nicht anzuschauen, aber in dem Moment habe ich wirklich erstmal nur diese Himbeeren gesehen. Ich war so, wir sagen perplex, ich war so überrascht. Ich sage, wo kommen denn diese Himbeeren her? Und da sagte sie, ja, das Ehepaar hat halt so Himbeersträucher, die hatten die halt ihr mitgegeben, das sind sogar Bio-Himbeeren und so weiter. Liebe Freunde, zurück zum Einkauf, brauchst du nicht. Verstehen Sie, Gott weiß ja alles. Er sieht ja alles. Und das ist das Wunderbare, wenn man das dann erlebt. Wenn man erlebt, dass ein Gedanke kommt und im Nachhinein ist es dann oft, dass man es erst versteht. Liebe Freunde, es gibt den Spruch, der Mensch denkt und Gott lenkt. Da ist viel Weisheit darin. Das heißt, wir denken uns so manches zusammen, aber das muss nicht immer das Richtige sein. Gott ist weise. Er lenkt den Menschen, wenn er sich lenken lässt. Das ist das Entscheidende. Ja, und da bin ich jetzt schon an dem Punkt angekommen, wenn es darum geht, nicht menschenhörig, sondern gotthörig zu sein.
wenn es darum geht, innere Impulse wahrzunehmen, denen dann auch zu folgen, die Gedankensprache, das Gefühl und so weiter. Wie kann man das lernen? Und liebe Freunde, da ist erst einmal das absolut Wichtigste, dass man das wirklich will. Ich kenne das, wenn Menschen beten, dann wird manchmal so leichtfertig gesagt, Herr, dein Wille geschehe. Und ich zucke dann manchmal zusammen und denke in dem Moment, hoffentlich wissen die Menschen, was sie gerade da tun, wenn sie das sagen. Denn Gott nimmt den Menschen ernst. Der Mensch gibt ja in dem Moment ein Wort. Herr, dein Wille geschehe. Und ich bin nicht sicher, ob jeder weiß, was das auch für Konsequenzen dann hat, wenn man das sagt. So etwas sollte man nicht leichtfertig sagen. Also das ist erst einmal das Wichtigste, dass man wirklich Gott folgen will. Dass man wirklich auf Gott hören will. Das ist das A und O. Damit fängt alles an oder damit geht auch alles schief. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir unsere Vorstellungen, die wir oft haben, beiseite stellen können und die richtige Einstellung gewinnen. Wir Menschen stellen uns so manches vor mit unserem kleinen Menschenhirn, mit unserem Gefühl, was richtig oder falsch ist. Ich kenne das in meinem Leben, ich habe mir schon so manches vorgestellt, wie was sein soll. Und wie oft war es doch, dass irgendwann, man wusste es nicht, man hatte ganz anders geplant. Gerade noch dachte man macht es so. Und dann kommt dieser Impuls. Dann kommt plötzlich etwas ganz anderes. Und dann ist es wichtig, die richtige Einstellung zu haben. Zu sagen, ich werfe alles über Bord. Das war meine Vorstellung. Ich brauche die richtige Einstellung. In so vielen Bereichen ist mir das ergangen. Ich hatte es geplant, ich war auch überzeugt, so ist es richtig, so werde ich das tun. Ja. Und plötzlich, man ahnt es noch gar nicht, kommt ein Impuls. Und da, liebe Freunde, ist auch wichtig, dass man dann eben bereit ist, ich sage es noch einmal, die eigene Vorstellung sofort über Bord zu schmeißen und zu sagen, dann folge ich dieser inneren Einstellung jetzt, diesem Impuls. Also der Wille, die innere Einstellung sind ganz entscheidend. Und, liebe Freunde, dass wir auch bereit sind, unser Ego abzubauen. Wir können Gott nicht folgen, wenn wir immer unser Ego durchpressen wollen. Das kann nicht funktionieren. Ich werde manchmal gefragt oder öfter gefragt, ja, wie lernt man das denn, Gott zu folgen? Wie lerne ich denn, dass das jetzt wirklich die gute göttliche Gedankensprache war? Und manchmal sage ich, naja, wenn es so ist, dass man immer das hört, was man gerne hören möchte, ist es die Frage, oder man sollte zumindest mal in sich gehen, ob da nicht das eigene Ego zu einem spricht. Ich habe es in meinem Leben anders erlebt, sehr oft anders erlebt, dass ein Gedanke kam und ich teilweise überhaupt nicht begeistert war. So wie in diesem Moment, dass ich dorthin fahren soll, zu diesem Seminar, von dem ich eben erzählt habe. Nein, es war nicht immer so, dass mir gleich das Herz aufgegangen ist. Im Nachhinein, immer. Im Nachhinein war ich immer so dankbar, bin ich immer so dankbar dem lieben Gott, dass er uns so führen will, dass er so viel Gutes für uns bestimmt hat. Der Wille, die richtige Einstellung und, liebe Freunde, auch etwas, das Ego abbauen und dann selbstständig werden, eigenständig werden. Sonst lernen wir das nie, auf die innere Stimme zu hören. Ich hatte ja gesagt, wir sind alle gleich ausgestattet, jeder Mensch. Aber wenn wir immer wieder andere Menschen aufsuchen, die uns beraten sollen, uns sagen sollen, was nun für uns richtig oder falsch ist, dann geben wir die eigene Verantwortung ab
Und wir lernen es einfach nicht. In der Welt ist das ja so, da sagt man immer, ich meine, es ist so, ich meine, es ist so. Und Bruno Gröning hat uns etwas gesagt, was ich ehrlich gesagt am Anfang nicht verstanden habe. Der Mensch soll keine Meinung haben, sondern eine Überzeugung. Ich war das auch so gewohnt. Ich habe meine Erziehung genossen, da wurde ständig ich meine gesagt. Ich meine, das ist so richtig, ich meine, das ist so richtig. Das war ein normaler Sprachgebrauch. Und Bruno Gröning sagt, der Mensch soll keine Meinung haben. Naja, wenn man es doch nicht weiß, ich verstehe es nicht. Ja. Naja, und es sind oft die besonderen Momente im Leben, wo der liebe Gott einem etwas zu erkennen gibt. Und bei mir war es so durch ein Plakat. Eine Zeitung, ich will den Namen jetzt nicht nennen, schreibt mit großen Buchstaben. Dort stand auf einem Plakat, bild dir deine Meinung. Und in dem Moment, als ich an diesem Plakat fuhr, machte es bei mir Klick. Ach, bild dir deine Meinung. In der Zeitung wird jetzt das, was so Menschen meinen, aufgeschrieben. Womöglich auch viele meinen das und jetzt sollst du das auch meinen. Obwohl du ja gar nicht weißt, ob das stimmt. Obwohl du dich gar nicht selbst überzeugt hast, ob das stimmt. Und da habe ich endgültig erkannt, warum Bruno Gröning davor warnte, eine Meinung zu haben, sondern zu einer Überzeugung zu kommen. Sich selbst zu hinterfragen und nicht leichtgläubig zu sein. Was Menschen behaupten, was eine Zeitung behauptet, was überhaupt die Medien behaupten, in sich selbst zu gehen und das zu hinterfragen. Natürlich, liebe Freunde, kann man einen Rat bei einem Menschen mal einholen. Und ein guter Rat ist der, wenn derjenige einem das so mitteilt, dass er sagt, du, ich kann mir vorstellen, dass das oder das Richtige ist, aber gehe in dich und überprüf das selber. Treff du deine Entscheidung. Das wäre ein guter Rat. Noch besser wäre, wenn man den Ratschluss Gottes wahrnehmen würde. Das eben zu trainieren. Aber ein ganz entscheidender Schritt, sage ich noch einmal, um Gotthörigkeit zu lernen, ist selbstständig zu werden. Und darum verstehe ich, wenn Bruno Gröning gesagt hat, seien Sie nicht leichtgläubig. Und dass er uns immer wieder darauf hingewiesen hat, uns selbst von allem zu überzeugen. Ich bin übrigens auch irritiert, es gibt Menschen, die jetzt gerade im spirituellen Bereich, die lesen ein Buch und dann sagen sie, ja, das ist so. Zum Beispiel, der Mensch hat 7 Chakren. Ja, man hat halt 7 Chakren. Dann frage ich ja, woher weißt du das denn? Erlebst du diese 7 Chakren denn? Nein, das nicht, aber das steht ja da. Tja, liebe Freunde, das ist natürlich dann gewagt. Ich würde dann eher sagen, ich habe da was gelesen, es erscheint mir schlüssig. Ich könnte mir vorstellen, das ist so. Wenn ich es natürlich erlebe, dann kann ich sagen, ja, es gibt 7 Chakren. Also auch hier immer wieder sich überzeugen und überlegen, wie man dann eben spricht. Und dann das Thema Medien, Channeling und so etwas. Das ist in der heutigen Zeit, in der Esoterik-Szene ja sehr intensiv geworden, dass Menschen irgendwo hingehen zu jemandem, weil sie glauben, dieser Mensch hat den besseren Kontakt und den frage ich jetzt, was ich tun oder was ich lassen soll. Nun, liebe Freunde, wir machen es wieder abhängig. Wir geben die Eigenverantwortung wieder ab und nach meiner Überzeugung werden wir es so nie lernen. Wenn wir nicht auf unsere eigene Stimme lernen, sie wahrzunehmen und zu hören. Und das Interessante ist, dass Bruno Gröning davor gewarnt hat, ausdrücklich gewarnt hat, was Channeling betrifft. Also, dass Menschen, wie sie sagen, Botschaften Gottes empfangen, wenn man den Begriff jetzt noch nicht gehört hätte. Er hat gewarnt. Ich weiß es von mehreren Zeitzeugen, ja, dass er ihnen das immer wieder erklärt hat, zum Beispiel Walter Häusler,
ja, den ja viele kennen. Eine Dame in Österreich, erinnere ich mich, hat auch eine Zeitzeugin erzählt, da hat Bruno Gröning mit erhobenem Zeigefinger gesagt, sie soll damit aufhören, mit diesem Channeling, mit diesen Botschaften, die sie aufgeschrieben hat. Hatte viel aufgeschrieben, hat es aber nicht gelassen, hat es weitergemacht. Ja, ich hatte mich so gefreut, als die Esoterik-Szene aufkam, dass ich dachte, jetzt wird das Geistige normaler unter den Menschen und so weiter. Aber was ist entstanden? In der Welt macht man sich abhängig von der Meinung irgendwelcher Menschen und hier macht man sich jetzt abhängig von einem Guru, von einem Medium, naja, oder von einem Pendel, von Tarotkarten oder was auch immer. Und wieder ist es so, dass man dann nicht lernt, selbst auf diese Impulse zu hören oder sie überhaupt erst einmal wahrzunehmen, liebe Freunde. Ich glaube auch zu wissen, warum, weil viele Menschen haben Angst davor, Fehler zu machen. Viele Menschen geben gerne die Eigenverantwortung ab. Dann kann man auch sagen, der ist ja schuld oder diejenige ist ja schuld, die haben mir das doch gesagt. Aber so lernt man es nie, auf die innere Stimme zu hören. Es ist besser, mal auf die falsche Stimme zu hören, sage ich jetzt, und man merkt es dann, aha, das war also jetzt falsch. Auf die Nase fallen, Fehler machen. Gröning hat gesagt, es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Es ist nur schade, wenn man sie immer wieder macht, immer die gleichen Fehler, ja, sage ich jetzt mal. Aber es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Daraus kann man lernen, liebe Freunde. Dass man merkt, oh, dem Gedanken bin ich gefolgt. Jetzt im Nachhinein stelle ich doch fest, das war nicht der richtige Gedanke. Mit welchem Gefühl ist dieser Gedanke gekommen? Wann war das? In welcher Situation? War vielleicht doch mein Ego aktiviert? Dass man da aufpasst. Und dann es lernt. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Übung macht den Meister. Man muss es üben. Bruno Gröning ist hingegangen und hat gesagt, üben Sie Selbstvertrauen. Er sagt auch, so weit muss ich mittlerweile gehen. Üben Sie Selbstvertrauen. Also sich selbst vertrauen. Heißt auch, hat er gesagt, Gott vertrauen. Wir sind alle gleich ausgestattet. Es lernen. Und auch aufpassen, wenn man jetzt Gemeinschaftsleiter ist. Ich war ja früher im Bruno Gröning Freundeskreis und da ist mir oft aufgefallen, und ich habe es auch eine Zeit lang selber gemacht. Man hatte mir gesagt, das wäre so richtig, dass dann der Gemeinschaftsleiter sich einstellt und dann dem Freund sagt, also mach das oder jenes. Nicht nur Gemeinschaftsleiter, auch andere. Führende Persönlichkeiten, wie man dann sagt. Ja? Man ging dann dahin und die sagten einem das. Ja, aber liebe Freunde, das ist doch auch Menschenhörigkeit. Ist ein Gemeinschaftsleiter kein Mensch? Ist ein Leiter einer Vereinigung kein Mensch? Natürlich ist er ein Mensch. Und wir machen uns wieder dann abhängig. Ja? Dass diese Person einem dann sagen soll, welchen Beruf man wählt, womöglich welchen Partner und ich weiß nicht was. Davor hat Gröning gewarnt, vor dieser Menschenhörigkeit. Mir ist das auch dann immer wieder in späteren Jahren passiert, da war ich schon lange nicht mehr im Bruno Gröning Freundeskreis, dass mich Freunde angerufen haben und gesagt haben, Thomas oder Herr Busse, können Sie mir nicht sagen, was ich tun soll? Und da habe ich gesagt, nein, das werde ich nicht tun. Selbst wenn ich es weiß, werde ich es nicht tun. Weil ich möchte nicht, dass Sie sich von mir abhängig machen. Werden Sie selbstständig, werden Sie eigenständig, gehen Sie Ihren Weg. Aber eines werde ich tun. Ich werde für Sie beten, dass Sie selbst den Impuls wahrnehmen, die richtige Entscheidung treffen und das dann umsetzen. Das mache ich gerne für Sie. Und ich glaube, liebe Freunde, so sollte jeder Gemeinschaftsleiter auch von den freien Gemeinschaften handeln. Das ist meine feste Überzeugung. Wir können das nicht verantworten. Stellen Sie sich vor, Sie machen einmal, sagen Sie jemandem was Falsches.
wenn man Karma kennt, ja, das hat Auswirkungen, Ursache gleich Wirkung. Sie hängen plötzlich mit in einem Karmastrang. Aufpassen, liebe Freunde. Wirklich aufpassen. Und auch aufpassen, das ist mir auch manchmal aufgefallen, dass diejenigen, die dann glauben, sie haben die Verbindung, sie wissen, wie es richtig ist, aufpassen müssen, dass nicht der Hochmut da mitspielt. Denn in dem Moment ist man ja was Besonderes. Bitte nicht, es gibt auch Menschen, die machen das von Herzen. Keine Frage. Dennoch habe ich Bedenken. Aber es gibt auch welche, ja, die können sich damit auch profilieren. Womöglich in der Gesellschaft nicht besonders angesehen und plötzlich kommen Menschen zu einem, wollen wissen, was denn nun richtig ist. Oh, da muss man aufpassen, liebe Freunde. Hochmut kommt vor dem Fall und der geistige Hochmut ist der schlimmste Hochmut. Dass man da nicht sitzt und ja, ich weiß schon. Wachsam sein. Sehr wachsam sein. Es ist sowieso, wenn man die Geister ruft, liebe Freunde. Der Mensch glaubt ja, er weiß, mit wem er in Verbindung ist. Goethe hat so schön geschrieben, so weise geschrieben. Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Das hat er festgehalten. Die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Das können doch schöne Botschaften sein. Ja, wenn man dann Vertrauen hat, dann kann man irgendwann gedanklich alles einem Menschen eingeben. Also, summa summarum, ich will so sagen, Fazit, wir werden es nicht lernen, diese innere Stimme wahrzunehmen. Ich fasse es nochmal zusammen. Wenn wir nicht den wirklichen Willen dazu haben, wenn wir immer noch unser eigenes Ego durchsetzen wollen, wenn wir immer noch unsere eigenen Vorstellungen umsetzen wollen und wenn wir wieder unsere Eigenverantwortung abgeben, nicht selbstständig werden. Und darum empfehlen wir von unserem Verein, Gröning da ernst zu nehmen. Wirklich ernst zu nehmen und das Channeln zu lassen. Ja, die Leichtgläubigkeit zu lassen. Bitte glauben Sie auch mir jetzt nicht einfach so alles. Überzeugen Sie sich. Auch Gröning hat das gesagt. Glauben Sie mir nicht einfach so alles. Überzeugen Sie sich. Das ist das Entscheidende. Und trainieren, die eigene innere Herzensstimme wahrzunehmen. So sagt man die Herzensstimme. Sag nochmal, Gefühl, Intuition, Gewissen, ja? Die innere Eingebung. Das Allerbeste, wenn wir klare Gedanken plötzlich wahrnehmen und wissen, wo sie herkommen. Dann wird es wirklich richtig gut. Und ich habe gemerkt in meinem eigenen Leben, Gott prüft den Menschen, liebe Freunde. Und wenn wir dann bereit sind, von unserem eigenen Ego, von unserer Vorstellung abzugehen und zu sagen, ich folge diesem Gedanken, ich folge diesem Gefühl, diesem Impuls. Ich bin bereit. Das ist das Entscheidende. Ich bin bereit. Dann bekommt Gott noch mehr Vertrauen zu einem, dass man es wirklich ernst meint, will ich nicht sagen, dass man es wirklich ernst umsetzen will. Und dann kann der liebe Gott einen auch befördern. Dann kann der liebe Gott auch sagen, na dann lasse ich dich jetzt das tun und jenes tun, weil da hast du dich bewährt. Das hast du jetzt gut gemacht. Aber wenn der Mensch in seinem Ego verstrickt ist, in all seinen Vorstellungen, dann nimmt er es sowieso nicht wahr und ja, die ganze göttliche Führung kann so nicht gehen. Also es ist wirklich ein Gnadengeschenk, wenn wir das lernen. Und ich kann wirklich aus meiner eigenen Empfindung heraus sagen, nichts macht mich glücklicher, als wenn ich das Gefühl habe, ich glaube, an der Stelle habe ich es jetzt wirklich richtig gemacht. Man spürt das ja, wenn der Segen da ist. Man spürt das, dieses Glücksgefühl, dieses, ja, gerade im Nachhinein, wo man am Anfang vielleicht noch gar nicht diesem Impuls folgen wollte.
Ja, liebe Freunde, das wünsche ich uns allen. Dass wir das, was Bruno Gröning gesagt hat, noch ernster nehmen. Nicht menschenhörig sein, sondern gotthörig werden. Denn nichts bedarf mehr, als dass wir endlich Gott folgen. Wir haben eine so Unordnung auf dieser Erde, ein solches Chaos. Und Gott wird missbraucht für egoistische Zwecke, für wahnsinnige Handlungen, was nichts mit ihm zu tun hat. Gott ist Liebe. Und wenn wir ihm folgen, kann sich Liebe, viel mehr Liebe auf diesem Planeten Erde ausbreiten. Dann wird es schöner, dann wird es besser, für uns alle. Und je mehr wir es lernen, diesen Weg zu gehen, desto glücklicher und zufrieden werden wir auch. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, wenn einmal der Tag kommt, wo ich diese Erde wieder verlasse, wenn ich das Gefühl haben dürfte, dass der liebe Gott sagt, war in Ordnung. Das wäre das Schönste. Streben Sie es auch an. In diesem Sinne, alles Liebe und Gute, Gottes reichen Segen.